Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich sehr, dass Sie auch zu dieser späten Stunde zu unserem Webinar den Weg gefunden haben. Mein Name ist Mirko Köhler. Ich bin bei Sunmax PVT für das Business Development verantwortlich und als der heutige Gastredner haben wir bei uns Götz Wolf, Betriebsleiter bei Hanebutt. Schönen guten Abend, Götz. Freut mich, dass du heute bei uns bist und die Firma Hanebutt und eure Leistungen vorstellen wirst. Ja, vielen Dank und auch guten Abend. Was erwartet Sie schlussendlich heute Abend? Zunächst werde ich einen kurzen Vortrag über PVT, also photovoltaisch-thermische Module halten. Und im Anschluss wird der Herr Wolf die Firma Hanebutt vorstellen, die Fachpartner bei der Firma Sunmax ist, sozusagen dafür zuständig ist, dass die PVT-Module auf Dach und Freiflächen schlussendlich geht und dann eben auch natürlich für Strom- und Wärmeversorgung der entsprechenden Gebäude zuständig ist. Was wir immer sehr gerne am Anfang machen, wo ich ein bisschen auf Ihre Mitarbeit angewiesen bin, wir machen am Anfang immer gerne eine Umfrage, damit wir auch einen kurzen Überblick haben, wer denn alles bei uns am Webinar teilnimmt. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie dann die entsprechenden Fragen beantworten. Und Sandra, genau, da würde ich dich direkt mal bitten, die erste Frage einzublenden. In welchem Bereich sind Sie tätig? Sind Sie eine Privatperson, also schlussendlich, die sich dafür interessiert, Ihr Einfamilienhäuschen hier energetisch zu verbessern? Sind Sie selbst Hersteller? Sind Sie in der Fachplanung tätig? Kommen Sie von einem Stadtwerk oder aus der Energieversorgung oder einem weiteren Bereich, den wir hier nicht aufgelistet haben? So, das sieht doch schon ganz gut aus. Da sind Sie recht schnell unterwegs. Und da haben wir auch schon eine gute Teilnahmequote an der Umfrage. Und Sandra, da würde ich dich direkt bitten, die zweite Frage einzublenden. Ja, vielen Dank. In welcher Größenordnung liegt der Wärmebedarf Ihrer Projekte? Also haben Sie ein Einfamilienhaus, sind Sie im Mehrfamilienhausbereich, Gewerbe, Industrieprojekt, kommunale Wärmeversorgung oder haben Sie aktuell kein konkretes Projekt und wollen sich vielleicht einfach erstmal umschauen? Ja, auch hier sieht das schon recht gut aus. Okay, wunderbar. Und Sandra, dann würde ich dich bitten, zur letzten Frage überzugehen. Wann soll Ihr Projekt umgesetzt werden? Noch in diesem Jahr, also haben Sie es doch etwas eilig jetzt, 2025, 26 oder später? Selbstverständlich, wenn Sie jetzt kein konkretes Projekt haben, dann können Sie auch später anklicken. Ja, vielen Dank für die Teilnahme, dass Sie da größtenteils alle so wunderbar mitgemacht haben. Vielen Dank, Sandra, für die Fragen einblenden. Und wir sehen hier tatsächlich, dass doch der Großteil aus dem Privatbereich kommt und sich für ihr Einfamilienhaus interessiert. Damit sind Sie hier natürlich goldrichtig, um zu sehen, welche Möglichkeiten Sie da mit der Firma Hanebutt gemeinsam haben, aber selbstverständlich auch für ausführende Betriebe, für Installationsbetriebe ist das sehr gut, einmal hier den Überblick zu gewinnen, welche Möglichkeiten Sie auch bei größeren Projekten selbstverständlich mit PVT-Modulen haben. Also Sie haben schlussendlich nicht die Möglichkeit, sich sozusagen auf laut zu stellen. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, über das Dashboard, das hier bei GoToWebinar aufgeploppt ist, Fragen zu stellen. Diese Fragen werden wir im Anschluss an beide Vorträge, werde ich diese Fragen einmal nochmal laut vorlesen und dann werden der Herr Wolf und ich
werden da sehr gern auf alle Ihre Fragen eingehen und zusehen, dass wir alles beantworten können. Die Unterlagen oder besser gesagt die Folien, die wir Ihnen heute zeigen, die werden im Nachgang des Webinars, so im Laufe einer Woche, wird das Ihnen alles automatisch zugesendet. So, dann können wir auch direkt beginnen. Sandra, würdest du mir bitte die Präsentationsrechte übertragen? So. Götz, da hätte ich gern kurz deine Rückmeldung. Kann man meine Folien sehen? Ich sehe sie gut. Gut, wunderbar. Dann habe ich jetzt das Vergnügen, die Firma Sunmax vorzustellen. Wir sind Entwickler und Hersteller photovoltaisch-thermischer Module, also kurz PVT. Wir können also schlussendlich Strom und Wärme gleichzeitig liefern. Kurz zu uns als Unternehmen 2021 gegründet, haben wir uns hier auf das Feld der PVT-Module begeben. Sie sehen auf der rechten Seite unsere Produktionshalle. Diese befindet sich in Ottendorf-Okrilla in der Nähe von Dresden, sind also ein deutscher Hersteller schlussendlich. Und als erster PVT-Hersteller überhaupt nutzen wir Technologie aus dem Automotive-Bereich. Dadurch sind wir hier der erste Hersteller, der wirklich in die Massenproduktion mit solchen Modulen übergehen konnte. Und dadurch werden die Module eben nicht nur für den Einfamilienhausbereich sehr wirtschaftlich, sondern natürlich auch für Mehrfamilienhäuser, Industrie, Gewerbe und sogar für ganze Stadtquartiere. Für uns ist da relativ klar, die Vergangenheit gehört den fossilen Brennstoffen und wir müssen nun den Wandel zu den erneuerbaren Energien anstreben. Wir selbst sehen uns hier als nächste Stufe zur reinen Photovoltaik, wo wir eben einen Wirkungsgrad von 20% erzielen, wo wir also dann nur schlussendlich den Strom gewinnen können. Bei unseren PVT-Modulen können wir einen Gesamtwirkungsgrad von 80% erreichen, also schlussendlich eine deutlich höhere Effizienz als bei der reinen PV. Und wie können wir diesen Vorteil schlussendlich erreichen, wenn wir hier mal in den direkten Vergleich zwischen PV und einer PVT-Anlage gehen? Hier mal am Zahlenbeispiel für eine 1 Megawatt Peak-Anlage mit 2500 Modulen. Also doch schon ein etwas größeres Projekt eher im Industriebereich oder der kommunalen Wärmeversorgung zu sehen. Aber schlussendlich sind diese Werte absolut skalierbar. Wir sehen also die Photovoltaik auf der linken Seite mit 20% Wirkungsgrad und das ist an sich kein Nachteil, aber PV produziert nun einmal nur Strom. Was passiert mit 80% der solaren Einstrahlung, die nicht in nutzbare Energie umgewandelt wird? Diese wird zu Wärme. Das PV-Modul heizt sich also über den Sommer auf und das ist dann tatsächlich ein negativer Effekt. Mit jedem Grad Kelvin Temperaturanstieg verliere ich bis zu 0,4% meiner Effizienz. Dahingehend auf der rechten Seite unser PVT-Modul. Auch hier ein wichtiger Unterschied zu einem reinen Solarthermie-Kollektor. Wir haben keine Abdeckung auf der Vorderseite und keine Wärmedämmung auf der Rückseite. Wir haben auf der Rückseite einen Aluminium-Wärmetauscher. Dieser wird mit der Sohle durchflossen, also einem Wasser-Glykol-Gemisch. Die Module sind also genauso gut im Winter einsetzbar wie im Sommer. Und eben durch diese Technologie bleiben wir absichtlich im Niedertemperaturbereich. Sie sehen das hier in der Darstellung. Wir gehen beispielsweise im Sommer mit 23 Grad in das Modul hinein und kommen mit 30 Grad aus dem Modul heraus. Der Ansatz der PVT ist also nicht eine Unterstützung der Warmwasserbereitung. Wir gehen also nicht direkt in den Pufferspeicher, sondern wir gelten als Wärmequelle für die Sohle-Wärmepumpe. Sie können sich also rein bildlich vorstellen, ein PVT-Modul ist wie ein Erdkollektor, der bei Ihnen auf dem Dach liegt und gleichzeitig Strom produziert. Die Niedertemperatur hat verschiedene Vorteile. Wie gesagt, erstmal die Zusammenarbeit mit der Sohle-Wärmepumpe. Dann kann ich diese Niedertemperatur hervorragend speichern, auch über längere Zeiträume. Ich kann diese auch über weite Distanzen transportieren, ohne große Wärmeverluste. Und dadurch, dass ich das Modul schlussendlich aktiv kühle, habe ich sogar 5 bis 10% höheren Stromertrag als bei einer vergleichbaren PV-Anlage.
Was macht PVT von Sunmax ja so einzigartig? Vielleicht haben Sie sich da schon einmal mit dem Thema beschäftigt und sind auch auf andere Hersteller gestoßen. Hier im linken Bereich sehen Sie einmal ein aufgeschnittenes Elektroauto. Hier werden Aluminiumwärmetauscher verbaut, um die Akkus zu kühlen. Hier haben wir einen Partner, die Firma Mahle, die hier ein sehr großes Know-how hat, da sie diese Wärmetauscher eben für große Automobilkonzerne produziert. Und wir haben hier gemeinsam diesen Wärmetauscher für unsere solare Anwendung weiterentwickelt, sind auch der einzige PVT-Hersteller weltweit, der diese Technologie einsetzen kann und können somit mit der Massenproduktion aus dem Automobilbereich und der Massenproduktion im PV-Bereich eben ein wirtschaftliches, also günstiges Modul in dem Bereich anbieten, mit dem wir eben schlussendlich Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, aber eben wie gesagt auch Großprojekte wirtschaftlich abbilden können. Da können wir direkt einen Bereich auf den Wohnbereich werfen. Sie können sich hier auf der linken Seite vorstellen, das kann ein Einfamilienhaus sein, das kann aber genauso gut ein Mehrfamilienhaus oder eben ein ganzes Wohnquartier sein. Strom- und Wärmeertrag habe ich schlussendlich über die PVT-Module, die ich hier auf der Dachfläche sehe. Wir gehen hier schlussendlich auf der Stromseite absolut standardisiert, genau wie bei der PV-Anlage, über den Wechselrichter. Der Strom kann im Gebäude verwendet werden, Batteriespeicher können eingesetzt werden oder der Strom eben dementsprechend ins Netz eingespeist werden. Auf der Stromseite gibt es also keinerlei Unterschiede im Vergleich zu einer reinen PV-Anlage. Auf der Quellwärmeseite ist es da schon interessanter. Diese kann ich direkt der Sohle-Wärmepumpe zuführen, um damit warm Wasser und auch die Heizung zu betreiben. Über diese Kombination kann ich die PVT sogar im Winter als Wärmequelle einsetzen. Ich benötige also schlussendlich keine weitere Anlage, kein Gas, kein Öl, nichts weiter. Nur die PVT in Kombination mit der Sohle-Wärmepumpe reicht mir hier in diesem Bereich, im Einfamilienhausbereich, völlig aus, um damit meine Wärmeversorgung das ganze Jahr über zu betreiben. Das Ganze lässt sich optional auch noch erweitern über das Thema Erdsonden oder Erdkollektoren. Aber wie gesagt, hier möchte ich ganz klarstellen, das ist wirklich optional zu verstehen. Bei größeren Projekten ist das tatsächlich sehr sinnvoll, das in der Kombination zu sehen. Aber im Einfamilienhausbereich reicht mir hier auch die PVT zur Wärmeversorgung vollkommen aus. Hier noch mit eingezeichnet der Pool. Selbstverständlich kann die PVT-Anlage auch für den Pool verwendet werden, diesen im Sommer zu erwärmen. Das kann man natürlich auch hochskalieren bis auf ein ganzes Freibad, Hallenbäder oder Thermen. Hier kann man das auch einsetzen. Für die Fachplaner unter Ihnen ist vielleicht auch Gewerbe und Industrie ein interessanter Zweig. Schlussendlich beim Schema ändert sich im Vergleich zum Einfamilienhaus in dem Sinne nichts. Aber bei Großprojekten, wo wir wirklich im Wärmebedarfbereich sind, im Gigawattstundenbereich, hier kombinieren wir halt wirklich sehr gern mit Geothermie, also mit Erdsonden oder mit Erdkollektoren oder mit Eisspeichern, da sich dadurch tatsächlich die Wärmepumpe noch effizienter betreiben lässt und damit sehr wirtschaftliche Bereiche entstehen. Wichtig dabei zu wissen, wir arbeiten hier mit unterschiedlichen Wärmepumpenherstellern zusammen, also vom Einfamilienhaus bis zur Industrie, bis zur kommunalen Wärmeversorgung stehen hier sämtliche Wärmepumpen zur Verfügung und auch für den Hochtemperaturbereich, also Wärmepumpen im Sohle-Bereich, können mittlerweile in Kombination mit PVT bis zu 200 Grad hochgehen. Ein weiterer Vorteil, den ich durch die PVT abbilden kann, was tatsächlich immer interessanter wird, da es ja doch immer aggressivere Sommer gibt, ist das Kühlen, das ich über die PVT abbilden kann. Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass ich auch über Erdsonden sehr effizient mein Gebäude kühlen kann. Dies kann ich auch über unsere PVT machen. Hier haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können dem Gebäude die Wärme über den ganz normalen Heizkreislauf entziehen. Also ob ich nun Heizkörper, eine Fußbodenheizung oder Deckentabs etc. habe, darüber kann ich eben im Sommer dem Gebäude die Wärme entziehen und kann dann in die Nachtauskühlung gehen. Bedeutet also über die PVT, über die Infrarotabstrahlung an den Nachthimmel Wärme abgeben oder über die Konvektion auf der Rückseite an die Außentemperatur. Und wir können hier entweder ein passives Kühlen machen, bedeutet also, ich habe nur die Umweltpumpe laufen
Ich kühle über die Module immer sukzessive die Temperatur des Hauses nachts herunter, sodass ich deutlich behaglicher in den Tag starte. Ich habe aber auch die Möglichkeit des aktiven Kühlens, wenn ich also die Wärmepumpe auch als Kältemaschine einsetze. Bedeutet, ich habe auf dem Dach eine Vorkühlung, kühle über die Wärmepumpe nochmal deutlich nach, kann diese Kälte sogar im Gebäude speichern und dann tagsüber abgeben, sodass ich hier über die Lösung der PVT auf eine Klimaanlage vollständig verzichten kann. Nun hatte ich bereits die Kombination mit den Erdsonden erwähnt. Welchen Sinn und Zweck hat das? Wie gesagt, im Einfamilienhausbereich kann ich darauf verzichten. Wenn ich aber größere Projekte habe, kann ich über die PVT auf dem Dach ein Erdsondenfeld regenerieren. Wir sehen das hier mal auf der linken Seite. Eine Erdsonde ohne Regeneration ist tatsächlich keine nachhaltige Lösung. Das Erdsondenfeld kühlt über die Jahre aus und selbst wenn Sie eine sehr gute Auslegung haben, ist nach spätestens 40 bis 50 Jahren hier Schluss. In vielen Fällen geht das tatsächlich deutlich schneller. Ich entziehe also im Winter der Erdsonde deutlich mehr Wärme, als über die natürliche Regeneration, also über das Erdreich, nachfließen kann. Wenn ich das Erdsondenfeld über die PVT regeneriere, das sehen wir in der rechten Seite, dann fließt hier über den Sommer, können wir über die PVT in das Erdsondenfeld Wärme nachfließen lassen. Bedeutet wiederum, sämtliche Wärme, die ich im Winter entzogen habe, kann ich in das Erdsondenfeld über die PVT nachfließen lassen und so kann ich ein Erdsondenfeld schlussendlich unendlich lange betreiben und spare mir dadurch auch viele Erdsondenmeter ein. Wir haben Industrieprojekte, wo wir 75% der Erdsondenmeter einsparen konnten. Zu den wichtigsten Keynotes unseres Moduls. Dieses ist 2 Quadratmeter groß, also Standardmaß aus dem PV-Bereich. Wiegt dabei nur 29 Kilogramm. Wir sind also das leichteste PVT-Modul am Markt, sind auch deutlich leichter als Solarthermie-Kollektoren, wiegen in dem Sinne nur 7 Kilogramm mehr als ein vergleichbares Glasfolienlaminat. Wir nutzen hier die neueste Zelltechnologie, also auf der elektrischen Seite sind wir bei einer Leistung von 430 Watt. Der PV-Wirkungsgrad ist damit bei 22%. Wir sind nämlich gerade dabei, auf die neuen Topcon-Zellen umzustellen und nicht zu vergessen, wir haben einen Mehrertrag von 5 bis 10% durch die aktive Kühlung, da wir dem Modul ja die Wärme entziehen. Bei der thermischen Leistung geben wir der Transparenz halber 2 Werte an. Die 1200 Watt sind der reale Bereich bei gleichzeitiger Strom- und Wärmeabnahme. Hier erreichen wir also einen Wirkungsgrad von 60%. Plus den PV-Wirkungsgrad sind wir eben bei 80% Gesamtwirkungsgrad. Der zweite Wert, die 1522 Watt, das ist eben ein theoretischer Wert, der erreichbar ist, wenn wir die PV-Zellen ausschalten, was in der Realität niemand machen würde. Aber damit kann man das Modul mit Solarthermie-Kollektoren oder anderen PVT-Herstellern vergleichen. Zur Montage, da wird der Herr Wolf gleich nochmal näher darauf eingehen, aber prinzipiell können unsere Module auf Schräg, auf Flachdächern oder auch in der Freiflächenanlage eingesetzt werden. Der einzige Unterschied sind schlussendlich die Verrohrungen, die unterhalb der PVT-Module angebracht werden müssen. Hier können wir mit Kunststoffverrohrung oder Edelstahlverrohrung arbeiten, also im Prinzip absoluter Standard hier aus dem Heizungsbaubereich. Ein Blick auf die Rückseite des Moduls. Wir sehen also hier den Aluminiumwärmetauscher, der durch die Kanalstruktur durchzogen ist, durch die eben, wie gesagt, das Wasser-Glykol-Gemisch fließt, dadurch eben sehr gleichmäßig die Wärme aus dem Modul herauszieht und dann eben dementsprechend dem System zugeführt werden kann. Sie sehen hier auch die flexiblen Anschlussschläuche, die es bei unserem Modul eben mit dazu gibt. Also bei der Installation ist es ein sehr sicheres Plug-and-Play-Verfahren, ähnlich auf der elektrischen Seite schlussendlich. Die Module sind also hier in der Montage sehr sicher, also absolut dicht, auch weit über 30 Jahre können die Module somit mit dem hydraulischen Kreislauf auf dem Dach im Einsatz sein. Hier sehen wir das Ganze einmal in der Montage auf dem Flachdachbereich, hier mit Kunststoffverrohrung, eine typische Ost-West-Aufständerung mit 10 Grad Neigungswinkel. Wir sind also nicht auf extrem hohe Neigungswinkel Richtung Süden angewiesen und dann die Montage eben wie bei der reinen PV. Das Ganze auch hier nochmal auf dem Schrägdach dargestellt.
Schlussendlich hier ganz interessant, hier war vorher eine normale PV-Anlage installiert, diese wurde demontiert und unsere Module konnten nachträglich eben hier auf der Unterkonstruktion installiert werden. Also wer jetzt sagt, meine PV-Anlage ist 15, 20 Jahre alt, da kann es sich tatsächlich lohnen, über einen Ersatz nachzudenken. Dann würde ich noch mal kurz ein paar Beispielprojekte zeigen. Hier eine große Sportarena in Wien mit 1,4 Gigawattstunden Wärmebedarf, wo über 1000 unserer Module zum Einsatz kommen werden, in Kombination mit einem Erdsondenfeld. Die Installation wird jetzt im Herbst stattfinden. Wärmegestehungskosten hier schlussendlich dann für diese Sportarena zwischen 6 und 8 Cent je Kilowattstunde. Also eben nicht nur eine ideologische Entscheidung, sondern definitiv in dieser Größenordnung auch rentabel. Hier ein weiterer Gewerbebetrieb, der hier unsere PVT-Module auch bei sich auf dem Dach einsetzt, um sein Erdsondenfeld zu regenerieren. Wichtiger Hinweis hier, dies ist ein Betrieb, der Erdsonden bohrt. Auch hier in dieser Branche hat man bereits erkannt, dass das Zusammenspiel mit PVT doch deutlich wirtschaftlicher und interessanter ist. Ein ganzes Wohnquartier, also wir gehen hier auch in das Nahwärmenetz, hier in der Stadt Leinfelden-Echterdingen in der Nähe von Stuttgart. Der erste Bauabschnitt wird gerade für die PVT fertiggestellt. Weitere 2 Bauabschnitte werden folgen. Auch hier schlussendlich über den Betrieb der PVT kann man dieses Nahwärmenetz betreiben. Und dann natürlich interessant als Beispiel für die Privatpersonen, die heute bei uns anwesend sind. Hier auf dem Bild sehen Sie mal unseren Geschäftsführer, Dr. Wilhelm Stein, auf einem Einfamilienhausdach mit einem Installateur, genau hier mit unseren PVT-Modulen, also auch hier im Einfamilienhausbereich. Hier in dem Fall ist es tatsächlich in der Kombination mit einem Erdkollektor, weil sich das der Endkunde einfach so gewünscht hatte. Der war da etwas experimentierfreudiger. Wichtig hierbei zu sagen, durch den Einsatz der PVT-Module konnte man den Erdkollektor von 150 Quadratmetern, die man benötigt hätte, das hätte so tatsächlich gar nicht auf das Grundstück gepasst, konnte man diesen auf 50 Quadratmeter reduzieren, was dann schlussendlich dort unter die Einfahrt gepasst hat. Ein weiteres schönes Beispiel, was dann auch eine schöne Überleitung ist zum Herrn Wolf von der Firma Hanebutt. Wir sehen hier ein Mehrfamilienhaus in Berlin. Sehr komplexe Dachstrukturen, wie wir hier sehen, Schrägdächer, Flachdächer, Gauben etc. Hier war für die Montage die Firma Hanebutt eben zuständig, wo wir eben sehen, dass die auch mit komplexen Dachformen und schwieriger Hydraulik problemlos umgehen können. Und wir sehen eben auch, selbst in innerstädtischer Bebauung haben wir hier einen sehr großen Vorteil durch die PVT. Reine Luftwärmepumpen wären hier schlussendlich beim Einsatz gar nicht möglich, einfach aufgrund der Lärmemissionen. Hier ist einfach die PVT in Kombination mit der Solewärmepumpe eine stille Wärmequelle, die ich tatsächlich überall einsetzen kann. Ein schönes Beispiel, das ich immer gerne zeige als Ausblick, leider ein Projekt, das nicht mit uns umgesetzt wurde, weil es uns einfach vor 10 Jahren noch nicht gab. Wir sehen hier ein Wohnquartier in der Schweiz, ein fantastisches Leuchtturmprojekt, 2014 umgesetzt. Alles, was Sie hier auf den Dachflächen sehen, ist PVT in Kombination mit einem Erdsondenfeld. Hier ein Nahwärmenetz verbindet die gesamten Gebäude und in jedem Gebäude ist eine Solewärmepumpe. Läuft seit 2014, kein Gas, kein Öl, kein Fernwärmenetzanschluss. Und ich finde, solche Projekte zeigen wunderbar, dass wir schlussendlich auf fossile Brennstoffe überhaupt nicht angewiesen sind und somit eben eigentlich auch deutlich wirtschaftlicher schlussendlich und natürlich eben auch grün agieren können. Warum auch Sunmax PVT? Warum hat sich Hanebutt für uns als Lieferanten entschieden? Zumal wir produzieren in Deutschland. Wir haben bei uns eine Produktionskapazität von 50 Megawatt elektrisch. Wir können also 120.000 Module jährlich produzieren, haben bei uns am Standort noch die Möglichkeit, diese Produktionskapazität zu verfünffachen, sind also hier mit unserer Produktionskapazität tatsächlich weltweit der größte Hersteller für diese Art von Modulen, also ein sehr verlässlicher Partner für Projekte groß und klein.
Zum Abschluss, die Folien bekommen Sie dann von mir ja im Nachgang zugespielt, habe ich dann hier noch einmal eine Auflistung, einfach stichpunktartig für Sie vorbereitet, was Vorteile der PVT sind und was Sie damit schlussendlich alles machen können, wenn Sie im Bereich Fachplanung große Projekte dann zuständig sind, können Sie sich da auch sehr gerne an uns wenden, spezifisch dann natürlich auch an mich, da ich hier auch sehr gerne TGA-Planer und so weiter für Großprojekte berate, und selbstverständlich steht die Firma Hanebutt für Großprojekte, für die Umsetzung genauso zur Verfügung wie für Privatpersonen im Einfamilienhausbereich. Damit wäre ich am Ende meines Teils, und Sandra, dann würde ich dich bitten, die Übertragungsrechte an Götz zu übergeben. Ja. So. Götz, ich kann deine Folien sehen. Du müsstest aber noch auf Vollbild gehen. Jetzt bin ich gerade überfragt. Was muss ich tun? Auf Vollbild. Okay. Genau. Guck mal ganz unten rechts, genau. So, das ist jetzt sehen wir die, genau, das müsstest du nochmal wechseln. Wunderbar, jetzt sehen wir deine Folien und the stage is yours. Ja, wunderbar, vielen Dank. Es ist meine Freude, heute Ihnen Hanebutt und unsere Leistung im Bereich PVT näher bringen zu können. Erlauben Sie mir, dass ich zunächst ein wenig über Hanebutt erzähle. Hanebutt ist ein großer Dachdeckerbetrieb, deutschlandweit tätig, auch ein wenig in Europa, aber hauptsächlich deutschlandweit. Und die Familie Hanebutt sehen Sie hier auf dem ersten Bild. Mit dem Sohn Heiner ist das nun in der 4. Generation. Mittlerweile ist die Firma auf 600 Mitarbeiter angewiesen. Und das Motto, wir gestalten die Zukunft unseres Handwerks, steht dann nicht nur, sondern wird auch gelebt. Ich nenne mal ein Beispiel, vielleicht hat der ein oder andere Hanebutt letzte Woche Donnerstag in der Tagesschau gesehen. Da ging es um die Lehrlinge. Also Hanebutt ist sehr mit dem Lehrlingsthema verknüpft und tut sehr viel für die Lehrlinge. Gut, mein Name ist Götz Wolf, ich bin Betriebsleiter für Solar und leite Sie heute im Namen Hanebutt hier durch diese Präsentation. Ja, ein Vorteil wenn Sie sich für Hanebutt entscheiden, ist hier aufgelistet, nämlich alle Gewerke aus einer Hand. Das heißt, bei einer PVT-Anlage ist ja nicht nur das Dach-Know-how gefragt, also die Dachdecker, sondern auch ein Heizungsbauer und natürlich auch Elektriker, die wir alle im eigenen Haus für Sie bereitstellen. Weiterhin sind wir bundesweit tätig. Das heißt, wir können Ihre Anforderungen bundesweit umsetzen. Auf dieser Folie sehen Sie ein paar unserer Referenzanlagen. Die Hälfte ist PV und PVT und die andere Hälfte rein dachdeckerisch. Also zum Beispiel in Hessen, die ganze Fassade wurde mit PV belegt, wie Sie auch hier sehen, gekrümmte Module. Also das Projekt war eine kleine Herausforderung, aber meisterhaft gelöst. Dann dieses Kuppeldach in Hannover an der 3. Stelle oben von links. Natürlich auch eine dachdeckerische Meisterleistung. Das Projekt in Berlin auf der rechten Seite haben Sie gerade das Bild schon gesehen. Und unten in der Mitte mal ein Beispiel für ein Flachdach mit PV. Ja, und hier mal ein anderes Projekt aus den Kanaren, eine Edeka-Anlage oder ein Edeka ist hier mit PV belegt worden. Wunderschön, da war die Arbeit fast wie Urlaub. Ja, noch einmal was zur Regionalität. Hier finden Sie die meisten Niederlassungen. Mittlerweile fehlt mindestens auch die Niederlassung in Köln.
Das heißt, wie wir sehen, wächst Hanebutt auch aktuell. Die Niederlassung in Köln ist vor circa 2 Monaten eröffnet worden. Das heißt, wo immer Sie in Deutschland sind, wir sind bei Ihnen in der Nähe. Ich selber sitze in Neustadt und bediene so die nördliche Hälfte, meine Kollegen von SW Dach die südliche Hälfte. Ja, jetzt kommen wir zum Thema, und zwar die Wärme der Sonne für Ihr Haus. Für mich ist das eine wirkliche tolle Erweiterung des PV-Themas. Wie nutze ich die Wärme, die auf mein Dach kommt, für mein Haus und bringt die Heizung herein. Hier vielleicht noch mal ein bisschen zu dem Thema das PVT-Prinzip. Mirko hat die Folie ja schon so ein bisschen gezeigt. Ich führe auch noch mal ein bisschen aus. PVT steht für Photovoltaik-Thermie. Was bedeutet das? Es ist eine Kombination aus PV-System und einem thermischen Element. Das heißt, wir nutzen die Sonnenenergie zweifach, einmal für elektrische Energie und einmal für die Wärmeenergie. Der gelbe Bereich deutet die elektrische Komponente an, ein Wechselrichter, dann die Verbraucher, den Zähler und die Einspeisung ins Netz. Und dann kommt eben über dem Wärmetauscher auf der Rückseite des Moduls die Wärme in Ihr Haus. Über eine Wärmepumpe wird dann Ihr Warmwasser bereitet und Ihre Heizung mit Energie versorgt. Das heißt, vorne wird das Sonnenlicht in Strom umgewandelt und hinten die Umgebungswärme aufgenommen. Das Prinzip ist effizienter als herkömmliche Energielösungen. Wenn Sie das zum Beispiel mit einer Luftwärmepumpe vergleichen, dazu haben wir gleich noch mal eine Folie, dann zeigt sich ein deutlicher Unterschied. So, ein weiteres Vorteil für mich persönlich ist, dass Sie die Wärmepumpe, die sehr häufig vor der Haustür steht, einfach nicht brauchen. Allgemein üblich ist es, die Sohle-Wärmepumpe in den Keller zu stellen. Die ist sehr geräuscharm und ist nicht lauter als eine Gastherme. So, hier nochmal genauer die Effizienzsteigerung im Vergleich zu einer Luftwärmepumpe. Das heißt, wenn Sie mit einer Luftwärmepumpe circa eine Jahreszahl von 3 erreichen, erreichen Sie mit PVT und einer Solo-Wärmepumpe circa 4. Also oft ist der Vergleich 3,5 zu 4,5, also dieser 1 ist meistens gewahrt. Was bedeutet diese Zahl? Diese Zahl sagt, ein Teil elektrische Energie wird in 4 Teile Wärmeenergie umgesetzt. Vor einiger Zeit hat mich ein Kunde gefragt, ja, aber wir haben doch kein Perpetuum mobile. Nein, natürlich nicht. Letztendlich wird der Umgebung Energie entzogen und in ihr Haus hineingebracht. Und dazu benötigen Sie, zu dieser Umsetzung benötigen Sie halt elektrische Energie. Auf der linken Seite sehen Sie die Installation von dem Haus, das wir im Großformat schon gesehen haben, von dem Mehrfamilienhaus. Hier können Sie die PVT-Module sehen im Detail und hier an der Stelle die Sohle-Leitung hier in Edelstahl-Ausführung. Also im Allgemeinen auf Privathäusern ist es üblich, mit Edelstahl vorzugehen, auf Flachdächern häufig mit Kunststoffbohren. So, hier nochmal den Vorteil, dass Sie dieses laute Außengerät einfach nicht benötigen. Neben dieser Lautstärke ist natürlich auch der kalte Luftstrom im Winter nicht dort. Und das heißt, Sie haben dem Ärger mit Ihrem Nachbarn sind Sie gleich aus dem Weg gegangen und außerdem sparen Sie den Platz in Ihrem
schönen Karten. Wir liefern Ihnen die ganze Installation aus einer Hand. Das heißt, unsere Dachdecker kommen und installieren die Module, unser Heizungsbauer verlegt die Rohre und schließt die Wärmepumpe an und unsere Elektriker schließen das Ganze elektrisch an. Ja, hier auf dieser Folie noch ein bisschen was zum Wirkungsgrad im Vergleich zu anderen PVT-Herstellern. Das PVT-Modul von Sunmax ist das effektivste Modul am Markt. Und das ist insbesondere wichtig im Winter. Im Sommer und in der Übergangszeit ist genügend Energie da, die das System nicht, wie soll ich sagen, auslastet. Aber im Winter, wenn Sie sich vorstellen, draußen ist es 5 Grad minus, dann muss Ihre Wärme oder möchten Sie trotzdem in wohliger Wärme in Ihrem Haus sein und das möglichst effizient. Und dann ist es notwendig, dass Sie ein sehr effizientes Modul haben, das auch mit wenig Sonneneinstrahlung im Sommer das meiste aus der Umgebung rausholt und mit einer guten Wärmepumpe dann auch bei negativen Temperaturen im Außen arbeiten kann. Die Qualität der Fertigung von Sunmax ist wirklich sehr hoch. Wir haben Sunmax natürlich besucht. Es ist eine industrielle Fertigung, die reproduzierbare Ergebnisse erzeugt. Und der Wärmetauscher wird dort mit einem industriellen Verfahren auf das PV-Modul aufgeklebt und dauerhaft verbunden. Für mich als deutscher Handwerker ist natürlich auch wichtig, dass es eine deutsche Produktion ist. Die deutsche Innovationskraft zeigt sich hier mal wieder und da können wir, glaube ich, alle ein wenig stolz sein. So, jetzt, was passiert? Sie interessieren sich dafür, Sie möchten gerne Ihre Öl- oder Gasheizung austauschen mit einem modernen System. Dann ist der normale Schritt zunächst, Ihnen ein Budgetangebot zu erstellen. Dann, wenn Sie sagen, ja, okay, das können Sie sich vorstellen, dann kommen wir zu Ihnen vor Ort, führen eine Beratung durch, nehmen die Daten genauer auf, begutachten das Dach und stellen den Heizungsbedarf fest. Nach einem verbindlichen Angebot kommt dann die Beauftragung von Ihnen, die Installation und die Dokumentation. Mit der Dokumentation wird das Projekt abgeschlossen. Schauen wir uns also mal an, so ein bisschen genauer, das Budgetangebot. Was bedeutet das? Also die Minimuminformationen, die wir von Ihnen benötigen, ist einmal die Wohnfläche aller beheizten Räume, das Baujahr und den Wärmeverbrauch pro Jahr der letzten 3 Jahre. Und daraus können wir die Heizlast abschätzen. Schöner ist es natürlich, wenn wir noch zusätzliche Informationen von Ihnen bekommen, zum Beispiel, wie viele Duschen haben Sie, wie viele Badewannen haben Sie, was für Art der Duschen, ist das wassersparend oder diese Top-Shower, die halt sehr viel Wasser verbrauchen. Alle Informationen, die Sie uns geben können, woraus wir Schlüsse zur Heizlast ziehen können, sind wichtig. Dann ist natürlich wichtig, wie groß ist Ihre Dachfläche, Ihre freie Dachfläche, die wir benutzen können, um PVT-Module aufzubauen, welche Ausrichtung, welche Neigung. Und dann gibt es noch Zusatzinformationen, zum Beispiel, wie viel Stromverbrauch haben Sie, den aktuellen Strompreis und den aktuellen Gaspreis. Daraus kann man abschätzen, welche Einsparungen Sie genießen werden. Ja, hier auf der linken Seite ein Beispiel einer Installation auf einem Flachdach. Mirko hier von hinten. Also ich habe hier immer mal wieder Bilder eingestreut, die Ihnen so verschiedene Beispiele geben. So, die Heizlast, die wir ermittelt haben in unserer
unseren Gesprächen, die Informationen, die uns bereitgestellt haben in unserem Vororttermin, die bestimmt die notwendige Dachfläche, die wir benötigen, um eine PVT-Installation sinnvoll zu machen. Je Kilowatt Heizleistung werden circa 4 Quadratmeter Dachfläche benötigt. Das entspricht 2 PVT-Module. Das heißt, wenn zum Beispiel Sie eine 10 Kilowatt Wärmepumpe benötigen, dann benötigen Sie 20 Module auf dem Dach. Wenn Sie die Anzahl 10 bis 15% erhöhen, dann verbessert sich natürlich Ihre Jahresarbeitszahl. Hier nochmal im Überblick, was das bedeutet für die Anzahl der PVT-Module. Ja, der Vororttermin. Der Vororttermin ist unter anderem geprägt durch die Machbarkeitsstudie. Ein Element davon ist zum Beispiel ein Drohnenaufmaß zu nehmen. Das heißt, unser Mann vor Ort fliegt mit der Drohne kurz über ihr Haus und macht ein paar Bilder, damit das Dach vermessen wird, und zwar genau vermessen wird, also genauer als bei Google Earth, wo wir auch die aktuellen Dinge auf ihrem Dach erkennen können, und das maßstabgetreu. Das Zweite ist natürlich, dass wir das Dach begutachten. Es macht wenig Sinn, auf einem, sage ich mal, 30 Jahre alten Flachdach, was kurz vor einer Erneuerung steht, ein PV-Module oder PVT-Module zu installieren. Deswegen werden wir Sie immer beraten, ob es sinnvoll ist, das jetzt zu tun. Dann ist wichtig, genau den elektrischen Anschluss sich anzuschauen. Wie kommen wir ins Netz? Müssen da Umbauten vorgenommen werden? Oder kann Ihr vorhandener Anschlusskasten genutzt werden? Dann natürlich sehr wichtig für PVT, wie ist Ihr Heizungsbedarf genau? Dort werden wir Ihre Heizkörper begutachten, Ihren Wasserbedarf nochmal, Heißwasserbedarf nochmal genauer durchsprechen, ob wir alles richtig verstanden haben, die Dämmung Ihres Hauses begutachten, um dann letztendlich den Heizbedarf und den Leistungsbedarf für Ihre Wärmepumpe genau bestimmen zu können. Wichtig ist natürlich auch der Platz in Ihrem Haus. Wo können wir die Geräte aufstellen? Einmal auf der elektrischen Seite, den Wechselrichter und den Stromspeicher und natürlich auch die Wärmepumpe und eventuelle Wasserspeicher. Natürlich werden Sie Fragen haben, die wir dann in diesem Vororttermin auch gut abklären können und wollen, um dann eine Anlage oder Ihnen ein Angebot zu machen, was Ihren Vorstellungen entspricht. Ja, der nächste Schritt ist natürlich ein verbindliches Angebot zu erstellen und eine Beratung durchzuführen, nochmal Ihre Wünsche aufzunehmen, die passende Wärmepumpe für Ihre Wünsche auszuwählen, wie viele PVT-Module eventuell, wenn noch Platz auf Ihrem Dach sind, eventuell ausschließlich PV-Module noch zusätzlich zu installieren. Elektrischer Speicher, wie groß sollte er sein? Wasser, also Pufferspeicher für den Heizungsbedarf zu berechnen oder zu beraten, wie groß er sein soll. Das sind so die wichtigsten Dinge, die wir mit Ihnen besprechen werden. Ja, dann freuen wir uns natürlich über Ihren Auftrag und gehen dann frohgemut in die Installation. Unser Installationsteam kommt dann und baut auf Ihrem Dach die Module auf und richtet Wärmepumpe und Wechselrichter ein. Die Dachdecker installieren die Module auf ihrem Dach
Der Heizungsbauer verbindet oder die Heizungsbauer verbinden die Wärmepumpe mit den PVT-Modulen bereits auf dem Dach und mit ihrer Heizungsanlage. Und die Elektriker installieren Stromspeicher, Wechselrichter und schließen die Wärmepumpe elektrisch an. Also Sie können daraus schon die Komplexität erkennen, die das für einen Handwerker bedeutet. Und das heißt, wenn wir hier mit eingespielten Teams arbeiten, funktioniert das immer sehr gut. So, die Inbetriebnahme der PV-Anlage erfolgt in Zusammenarbeit mit Ihrem EVU und unserem Elektriker. Das heißt, unser Elektriker wird bei Ihrem EVU die PV-Anlage anmelden und dann auch mit dem EVU zusammen die Inbetriebnahme vornehmen. Und die Inbetriebnahme der Wärmepumpe erfolgt durch unseren Heizungsbauer. Bei der PVT-Modulinstallation ist bereits ein Heizungsbauer notwendig. Das können Sie zum Beispiel hier erkennen. Da werden die PVT-Anschlussrohre mussten hier über eine Brandschutzmauer gelegt werden. Wir sehen diese Knicke, das sieht jetzt alles so schön aus, aber es soll natürlich alles gerade sein, also Sie brauchen den Experten da. Hier nochmal ein Modul von hinten. Dort unten sehen Sie das Heizungsrohr, was unter den Modulen verlegt wird und dann mit dem flexiblen Schlauch verbunden wird. Der elektrische Anschluss der PVT-Module erfolgt wie bei Standardmodulen, da ist kein Unterschied. Ja, dann sind wir fertig, Gerüst ist abgebaut, wir verlassen Ihr Grundstück und die Inbetriebnahme ist erfolgt. Aber das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, denn Sie benötigen natürlich eine Dokumentation des Projektes. Die Dokumentation beinhaltet zum Beispiel den Stringplan, das ist auch die elektrische Anschluss an die elektrische Anlage, inklusive der Flashliste für die Module, die genaue Dachbelegung, die Komponentengarantien und Komponentendokumentation. All diese Dinge stellen wir dann für Sie zusammen, schicken die Dokumentation zu Ihnen und erst dann ist für uns das Projekt abgeschlossen. Und Sie freuen sich über ein warmes Haus mit Sonnenenergie, vollkommener Sonnenenergie und eine wohlige Wärme. Ja, so könnte Ihre PVT-Anlage aussehen. Das ist ein Beispiel eines Reihenhauses in der Nähe von Hamburg. Das hier ist eine Planung. In diesem Fall wurde ein Wärmebedarf für die Wärmepumpe von 10 Kilowatt ermittelt und 20 Module hätten ausgereicht, aber der Eigentümer möchte gerne ein paar mehr Module haben. Deswegen sind es hier in diesem Fall 24. Ja, dann bin ich soweit fertig mit meinem Vortrag und wir freuen uns auf unser erstes gemeinsames Projekt und jetzt natürlich sind wir gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Götz. Da liegen wir sehr gut in der Zeit. Ich hoffe, die Vorträge waren bis hierhin für Sie recht kurzweilig und spannend. Ich hoffe auch ein paar neue Informationen mit dabei. Einige Fragen sind schon eingegangen. Sie haben jetzt natürlich noch die Zeit, als Teilnehmende gern jederzeit über dieses Dashboard, das eingeblendet wird, hier auf uns zuzukommen und dementsprechend uns mit Ihren Fragen zu löchern. Da können wir auch direkt anfangen. Die erste Frage ist etwas Spezielles. Hier hat sich jemand in unserer Kurzumfrage nicht wiedergefunden. Es geht hier also um den Bau, um das Baureferat der Evangelische Kirche in Bayern mit ca. 6000 Gebäuden im Bestand. Ich entschuldige mich, dass Sie sich nicht direkt in der Kurzumfrage wiedergefunden haben. Als Entschuldigung habe ich mir direkt Ihre E-Mail-Adresse rausgepickt und werde direkt auf Sie zukommen. Das hört sich für mich nämlich sehr interessant an. Ich komme da also direkt auf Sie zu und dann können wir uns gerne über die 6000 Gebäude einmal unterhalten, was wir da für Möglichkeiten haben.
Zur nächsten Frage: Wird eine spezielle Wärmepumpe für die PVT-Anbindung benötigt? Einfache Antwort: Nein, also eine Sohle-Wärmepumpe, aber hier können schlussendlich mehrere Wärmepumpenhersteller eingesetzt werden. Götz, vielleicht kannst du da kurz noch mal was zu eurem Wärmepumpenpartner sagen. Ja gut, man muss natürlich schon auf gewisse Randbedingungen achten. Das heißt, die Spreizung der Temperatur muss groß genug sein. Das heißt, im Speziellen im Minusbereich. Und da gibt es einige Hersteller, ich sag mal in Europa, die eben eine Sohle bis minus 15 Grad vertragen. Und das ist letztendlich das, was man auch nehmen muss. Standard-Wärmepumpen, die eben nur 0 Grad erlauben, wären in diesem Fall nicht geeignet, weil man ja auch im Winter heizen möchte. Wichtige Ergänzung tatsächlich, Götz, vielen Dank. Ist eine Kombination aus Erdsonde und PVT-Anlage auch für Einfamilienhäuser signifikant effizienter? Können Sie erste Richtwerte nennen? Ja, also tatsächlich bei den Anlagen, die wir nicht monovalent im Betrieb haben, also wo nur PVT im Einsatz ist, sondern dort, wo wir auch im Einfamilienhausbereich Erdsonden oder Erdkollektoren im Einsatz haben, sind dadurch eben höhere Jahresarbeitszahlen zu erreichen. Also hier sind dann eben auch Jahresarbeitszahlen über 6 möglich, sodass Sie dann dementsprechend natürlich nochmal einen geringeren Strombedarf schlussendlich haben. Sie haben dann aber natürlich auch höhere Investitionskosten. Das muss man ganz klar sehen, sodass man hier tatsächlich in den meisten Fällen im Einfamilienhausbereich davon ausgehen kann, dass Sie da bei Hanebutt schlussendlich eher mit einer monovalenten Anlage da tatsächlich deutlich sinnvoller fahren würden. Oder Götz, hattest du dazu noch eine Ergänzung zu der Kombinationsmöglichkeit? Ja, das hast du gut beschrieben. Natürlich hat man auch den Vorteil PVT-Erdsonde, dass dann die Auskühlung der Erdbohrung eben nicht passieren wird. Viele Erdwärme oder Erdbohrungen, die Eigentümer freuen sich in den ersten 2, 3 Jahren und plötzlich stellen sie fest, der Wirkungsgrad wird immer schlechter. Deswegen ist die Kombination natürlich gut, aber eine hohe Investition, und deswegen würde ich auch empfehlen, nur die PVT zu nehmen. Ist tatsächlich ein guter Gedankengang, wenn Sie bereits einen Erdkollektor haben oder eine Erdsonde und Sie haben eine PVT, eine normale PV-Anlage oder einen Solarthermiekollektor, 3, 4 Stück auf dem Dach, dann und die schon etwas in die Jahre gekommen sind, dann kann es sich natürlich auch lohnen, darüber nachzudenken, diese durch eine PVT-Anlage zu ersetzen. Gibt es für den Bereich Neubau, Einfamilienhaus schon aktuelle Beispiele, wo PVT verbaut wurde? Ja, selbstverständlich. Also hier nochmal ganz klar der Hinweis: Sunmax hat die PVT an sich nicht erfunden. Es gibt hier mehrere Hersteller, die hier auch über die letzten Jahrzehnte eben in diesem Bereich aktiv waren. Also wir sind da auch nicht das einzige Beispiel, dass PVT-Module im Einfamilienhausbereich funktionieren. Also schlussendlich in Europa gibt es hier mehrere tausend Beispiele, schlussendlich nicht nur von uns, sondern eben auch von anderen PVT-Herstellern. Und mit der Firma Hanebutt sehen wir jetzt natürlich dazu, dass noch einige tausend dazukommen, würde ich doch mal sagen. Oder Götz? Auf jeden Fall. Wir freuen uns Genau. drauf. Gibt es eine grobe Preisindikation zwischen PV und PVT im Bereich Einfamilienhaus? Wie viel teurer ist eine PVT-Anlage? Das würde ich dann einmal komplett dir überlassen, Götz, dass du hier deine Kunden mal abholen kannst. Ja, also die Investition beinhaltet einmal eine PV-Anlage und sie beinhaltet die PVT-Module und die Wärmepumpe. Wenn Sie sowieso an eine Luftwärmepumpe denken und an eine PV-Anlage, dann liegt der Bereich ungefähr gleich. Hinzu kommen die PVT-Module auf Ihrem Dach.
Nur dass man ein grober Daumenwert ist, eine Investition von 70.000 € wohl realistisch. Und Sie bekommen dann auch noch eine Förderung auf den Heizungsbau. Das heißt, Sie können eine Förderung auf 30.000 kriegen. Die Höchstförderung für die Wärmepumpe ist 30.000 und davon eben 50–60%, also circa gut 15.000, die Sie dann wieder abziehen können. Genau, gut, danke Götz. Im Vergleich oder vielleicht noch mal ganz kurz die Ergänzung, den Vorteil sozusagen der Förderung, das hätten wir halt bei einer reinen PV-Anlage eben nicht. Das ist eben der Vorteil der PVT, da diese als Umfeldmaßnahme zur Sohle-Wärmepumpe gilt, was dann eben bei der Förderung eben mit zusätzlich angesetzt werden kann. Im Vergleich zu Wettbewerbern ist also kein Wärmetauscher für Luft vorhanden. Genau, hier sind jetzt 4 Fragen hintereinander von der gleichen Person. Das hatte ich mir vorher schon mal durchgelesen. Also es geht hier schlussendlich darum, wir haben ja auf der Rückseite den Aluminium-Wärmetauscher bei uns verbaut. Dieser steht eben auch im Kontakt mit der Außenluft. Wir sind also hier nicht nur auf die solare Einstrahlung angewiesen, sondern auch bei bewölktem Wetter oder eben auch nachts sind die Module als Wärmetauscher sozusagen dann mit der Außenluft im Einsatz. Also genau hier auf die Frage schlussendlich, ja, wir haben einen Wärmetauscher verbaut, der auch im Austausch mit der Luft steht. Wie heiß wird das Modul im Sommer bei Stagnation der Sohle? Also Stagnation schlussendlich einfach ein Stillstand des Systems, um das auch noch mal kurz darzulegen. Da haben wir eine Maximaltemperatur von 81 Grad. Bedeutet also, wenn wir keine Wärme aus dem Modul abziehen, dann verhält sich unser Modul relativ ähnlich zu einem normalen PV-Modul bei der Aufheizung. Ja, also auch diese 81 Grad sind extremst selten, dass das selbst im Stagnationsfall auftauchen kann. Hier würde ich tatsächlich nochmal den Vorteil gegenüber einem normalen Solarthermie-Kollektor hervorheben, die ja, sagen wir mal, ein Flachkollektor erreicht gerne mal 160 bis 180 Grad in der Stagnation. Wir haben also keine Verdampfungsthematik hier in unserem PVT-Modul oder in den Rohrleitungen, haben also keinen Überdruck und auch das Glykol schlussendlich, was durch den Kreislauf fährt, hat hier keine Zersetzung schlussendlich, so wie wir das eben problematisch eben immer wieder bei Solarthermieanlagen sehen. So. Was ist Ihr Vorteil gegenüber Consolar, die ja gerade wegen des ausgeprägten Luftwärmetauschers über Nacht auch nutzbar sind? So, da Sie jetzt hier direkt einen Wettbewerber genannt haben, möchte ich natürlich einleiten, wir stehen im freundschaftlichen Austausch mit Consolar, tatsächlich so wie mit anderen Herstellern. Also erklären kann ich es darüber. Consolar hat auf der Rückseite einen sehr komplexen Wärmetauscher aufgebaut, dadurch eben eine größere Oberfläche und ist damit nachts im Winter effizienter, muss man tatsächlich so sagen. Schlussendlich macht sich das dann hierbei bemerkbar. Ich brauche bei Consolar 3,5 Quadratmeter je kW Heizlast, so wie das der Götz vorhin schon mal erklärt hatte. Bei uns sind es eben 4 Quadratmeter, also je kW Heizlast brauchen Sie ein halbes Modul bei uns mehr. Dazu muss man aber tatsächlich sagen, dass Sie sich dann den Kostenpunkt schlussendlich der Module anschauen müssen, genau hier im direkten Vergleich. Dadurch, dass wir hier in der Massenproduktion sind wir deutlich günstiger schlussendlich als alle anderen Wettbewerber am Markt. Und da würde ich tatsächlich auch noch mal ganz kurz, Götz, vielleicht möchtest du auch noch mal 1, 2 Sätze sagen, warum du dich schlussendlich gegen andere Wettbewerber entschieden hast und für die Zusammenarbeit mit Sunmax. Das könnte ja hier gut passen an der Stelle. Ja, wir haben einen Anbieter gesucht, der wirklich in die Massenproduktion geht, weil es werden ja in den nächsten Jahren Öl-, Gasheizungen nach und nach ausgetauscht werden. Das heißt, der Bedarf an Wärme aus anderen Quellen ist notwendig und wir sehen das so, dass die Luftwärmepumpen natürlich ihre Berechtigung haben, ist sozusagen der VW
und wir wollten aber Hochqualität anbieten können und auch effizienter sein, und da ist die beste Variante halt mit PVT. So, jetzt auf die Frage Sunmax hatte ich eingangs erwähnt. Hier ist eine sehr qualitativ hochwertige, auch wie soll ich sagen, Sunmax könnte sozusagen ganz Deutschland beliefern, und das kann kein anderer. Ja, danke Götz. Ich würde gern Mikrowechselrichter vom Hersteller Enphase nutzen wollen. Dazu benötige ich ein detailliertes Datenblatt des benutzten PV-Moduls. Ich vermute, Sie meinen PVT-Modul. Das Datenblatt von uns finden Sie bei uns auf der Website im Download-Bereich. Das können Sie sich dort also gern herunterladen. Welchen wasserseitigen Druckverlust haben die Wärmetauscher? Das geht relativ einfach zu beantworten. 29 Millibar je Modul, also tatsächlich extrem gering beim Druckverlust. So, Götz, hat Hanebutt bereits in Thüringen PVT-Projekte im Bereich Neubau Einfamilienhaus umgesetzt? Also wir haben dort im Augenblick Angebote am Laufen. In Berlin haben wir schon umgesetzt, in Stuttgart werden wir jetzt demnächst aktuell eins umsetzen, und auch in Hannover. Von daher würde ich sagen, die Entfernung nach Thüringen würde uns nicht schrecken, sondern eher motivieren. Ja, also sehr gerne. Wenn Sie ein Einfamilienhaus in Thüringen haben, dann wenden Sie sich da gerne vertrauensvoll an die Firma Hanebutt. Mit welchen Kosten muss man für ein Einfamilienhaus mit 10 kW rechnen? Ich denke mal, das hast du ja vorhin eigentlich schon ganz gut beantwortet, aber würde ich jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen, Götz, wiederhol dich da gerne. Können wir uns da. Ja, wie gesagt, das kommt immer ein bisschen auf die Konfiguration drauf an, aber 70.000 ist erstmal der Richtwert minus die Förderung. Da sollten Sie sich drauf einstellen. Kommt noch ein bisschen drauf an, wie Ihr Haus aussieht. Wenn Ihr Haus noch Heizkörper ausgewechselt werden müssen, kann das auch ein bisschen hochgehen. Das ist dann aber individuell. Da würde ich gern kurz ergänzen, weil du jetzt von den Heizkörpern gesprochen hast. Es ist nicht generell gesagt, dass Heizkörper ausgetauscht werden müssen, ne? Also es ist kein zwingender Wechsel zu Fußbodenheizungen etc. möglich, aber natürlich bei sehr altem Bestand, wo halt wirklich noch gusseiserne Heizkörper drin sind, da sollte man sich das wirklich mal ganz genau angucken, ob es da nicht auch zu einer Modernisierung gereicht dann in dem Fall. Ja, das ist auch kein Unterschied zur Luftwärmepumpe. Das hat einfach mit dem Thema Wärmepumpe zu tun. Was passiert im Winter bei Schneefall und wenn mehrere Tage keine Sonne scheint, relevant eher für Gewerbeflächen? Ja, interessante Frage tatsächlich. Ich hatte ja die PVT im Zusammenhang mit Kühlen vorgestellt. Das Ganze können wir eben auch im Winter tatsächlich machen. Da kann man den Kreislauf auch umdrehen. Bedeutet, man hat hier die Möglichkeit, die Module im Winter tatsächlich zu erwärmen und dadurch den Schnee wiederum abzuschmelzen. Also hier ein kurzzeitiger Energieeinsatz, um dann schlussendlich die Module von selbst wieder freizuräumen. Wobei man natürlich auch sagen muss, in den Systemen, wenn ich jetzt ein monovalentes System, also nur mit PVT habe, dann habe ich auch immer einen Backup-Heizstab im Pufferspeicher, um schlussendlich zu verhindern, dass hier wirklich ein Ausfall beim Warmwasser oder beim Heizen geschieht, da jetzt hier das Stichwort Gewerbeflächen gefallen ist. Also wenn wir über große Projekte im Gewerbe-Industriebereich sprechen, hier findet dann häufig sowieso die Kombination mit Geothermie, also mit einem Erdkollektor oder mit Erdsonden statt, sodass dann hier schlussendlich auch mal 2, 3, 4 Wochen extremster Wintereinfall, was wir ja in unseren Breitengraden eigentlich nicht mehr haben, dann eben schlussendlich problemlos überbrückt werden kann. Gibt es Firmen aus der Geothermie-Bohrungsbranche, mit denen Sie als installierende Firma zusammenarbeiten für zum Beispiel eine Erdsondenbohrung?
Wenn ja, wie tief müsste man ein Einfamilienhaus mit 28.500 Kilowattstunden Gasjahresverbrauch planen? Genau, Götz, da würde ich vielleicht gern kurz anfangen und du kannst ja dann gern ergänzen. Also wir haben über die letzten Jahre bei uns ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut aus Bohrunternehmen, die wir dann entsprechend auch an die Firma Hanebutt, also wenn da dementsprechende Projekte auflaufen, eben je nachdem, in welcher Region von Deutschland das stattfindet und in welcher Größenordnung, können wir hier Bohrunternehmen schlussendlich genau vermitteln, ne, um hier dann schlussendlich das in das Projekt mit reinzubringen. Im Einfamilienhausbereich ist es schlussendlich eigentlich üblich, dass man so meistens 2 Erdsonden macht mit um die 100 Metern Tiefe. Wenn ich das jetzt in Kombination mit PVT nutze, dann wäre hier eben dementsprechend auch noch eine Einsparung der Bohrmeter selbstverständlich möglich, so dass sich das hier dementsprechend ergänzen würde. Götz, möchtest du dann noch was ergänzen zum Thema Bohrmeter? Du hast das perfekt beantwortet. Wunderbar, das freut mich zu hören. Mein Reihenhaus steht in Nord-Süd-Ausrichtung. Auf der Südseite ist lediglich Platz für 8 bis 9 Module. Ist eine Belegung der Nordseite circa 40 Grad Neigung sinnvoll? Götz, wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr schon mal so ein Nord-Süd-Projekt, oder? Ja, genau. Natürlich belegt man lieber die Südseite. Jedoch gibt es ja auch die Globalstrahlung auf der Nordseite und ist bei PVT auf jeden Fall notwendig, um die Konvektionsfläche, die ausreichende zu haben. Vielleicht sollte man dann 1, 2, 3 Module mehr nehmen, um dann auch die ausreichende Jahresarbeitszeit zu erreichen. Na, danke. Dann hätten wir eine Frage zur Förderung. Die Förderung gibt es aber nur bei Umrüstung, Nichtbau, Neubau, Fragezeichen. Das ist tatsächlich meines Wissens der Fall, dass wir hier aktuell im Bereich sind, dass halt die Umrüstung, speziell wenn ich von den fossilen Brennstoffen wechsle, dass ich hier wegkomme. Hier lohnt sich aber tatsächlich immer ein Weg zum Energieberater, um so etwas nochmal im Speziellen zu überblicken. Da muss man halt wirklich sagen, es gibt stellenweise Regionalförderungen, die nur auf gewisse Stadtgebiete oder auf Bundesländer beschränkt sind, wo sich dann eben ein Energieberater am besten mit auskennt. Tatsächlich, wir sehen hier auch verschiedenste Förderungen für den Wohnbereich, für Wohnquartiere, für kommunale Wärmeversorgung, für Industriekunden, Prozesswärme etc., auch für den öffentlichen Bereich. Das ist ein sehr weites Feld, so dass ich hier tatsächlich nicht generell ausschließen kann, dass es in Ihrer Region nicht auch für den Einfamilienhausbereich im Neubau eine eigene Förderung gibt. Götz, vielleicht hattet ihr da bereits ein Einfamilienhaus, wo das mal irgendwie interessant war oder schon so der Fall war. Hattest du da schon mal sowas? Nee, also ich persönlich nicht. Aber wie du es gesagt hast, es ist wirklich wichtig, immer wieder hinzugucken, weil die Förderungen ändern sich auch nicht monatlich, aber ich sage mal im halben Jahr Rhythmus teilweise. Und die lokalen Dinge kommen auch dazu. Das heißt, immer genau hingucken, die Fristen einhalten und so weiter und die Formen einhalten. Das ist wichtig. Ja, okay. Dann als nächste Frage, warum keine Luftwärmetauscher auf Ihrem Wärmetauscher? Das spielt dann, ja, genau, wäre die gleiche Person. Das spielt dann wieder auf sozusagen den vergrößerten Wärmetauscher auf der Rückseite an, hat einfach den Hintergrund, dass man damit schwer massenproduktionstauglich ist. Also wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, bei uns 120.000 Module im Jahr zu fertigen. Andere PVT-Hersteller, die sich für komplexere Formen entschieden haben, können nur wenige tausend Module im Jahr tatsächlich fertigen, sind durch diesen komplexen Aufbau, wie gesagt, eben auch deutlich
teurer in der Anschaffung und der Mehrwert schlussendlich bei der Effizienz kann das schlussendlich nicht wieder reinholen. Zudem ist dadurch tatsächlich, also das ist das Feedback, was wir von Installationsbetrieben kriegen, die in den letzten 10 Jahren schon mit anderen PVT-Herstellern gearbeitet haben, sind unsere Module deutlich installationsfreundlicher. Ne? Und damit spart man eben natürlich auch Zeit und damit eben auch Geld bei der Installation auf dem Dach. Welche Hersteller stehen bei Wechselrichter und Speicher zur Verfügung? Werden entsprechend zum Beispiel bei komplexen Dachformen auch zertifizierte Moduloptimierer gegen Eigen- oder Fremdverschattung zur Verfügung? Ja, Götz, da würde ich einfach mal an dich verweisen, womit ihr da so aktuell arbeitet. Wie offen seid ihr da? Ja, natürlich kann man, also früher, sag mal vor ein paar Jahren, hat man sehr häufig mit Optimierern gearbeitet. Wir nutzen eigentlich die Kapazität der Wechselrichter und Hersteller, die diese Optimierer schon dort integriert haben und sind der Meinung, dass mit einzelnen Optimierern man nicht mehr so viel herausholen kann, um die Nachteile, nämlich ein zusätzliches elektrisches Gerät, aufwiegen zu können. Deswegen, wenn Sie den Wunsch haben, werden wir das tun. Wir empfehlen unseren Kunden eigentlich auf hochwertige Wechselrichter, Hybrid-Wechselrichter zu gehen. Hier kam von der gleichen Person gerade direkt als Nachfrage mit aufgeploppt, also Solar Edge, Fragezeichen. Ja, auch Solar Edge. Wir sind auch Fachpartner von SMA und würden diese beiden Varianten anbieten mit der Präferenz SMA. Danke, Götz. Dann eine Frage, die eigentlich immer auftaucht: Wie viel kostet ein Modul? Das werde ich während des Webinars nicht beantworten. Sollten sich jetzt schlussendlich natürlich Interessenten im Bereich dafür befinden, also Installationsbetriebe, Großhändler etc., würde ich Sie bitten, uns direkt zu kontaktieren. Wie verhält sich die Anlage, wenn es auf einem gering geneigten Dach dazu kommt, dass die Anlage vollständig mit Schnee bedeckt ist? Fällt die Anlage dann für die Heizung vollständig aus, weil abgedeckt, oder gibt es einen Weg, auch in diesem Szenario noch zu heizen? Wir erinnern uns vielleicht noch gemeinsam an die Folien, die ich gezeigt habe. Da habe ich ja das Wohnquartier in der Schweiz gezeigt. Da sind die Module tatsächlich mit 0 Grad Neigungswinkel verbaut. Und in der Schweiz schneit es tatsächlich noch häufiger als bei uns. Da spielt das dementsprechend keine Rolle, weil das System ja in Kombination mit einem Erdsondenfeld schlussendlich ausgeprägt ist. Hier kann man also schlussendlich im Winter sagen, wenn die Module unter Schnee verschwunden sind, dann habe ich als Wärmequelle eben das Erdsondenfeld. Bei einer monovalenten Anlage, wo ich eben dementsprechend nur die PVT zur Verfügung habe, ja, da bedeutet das dementsprechend natürlich auch einen Leistungsverlust auf der thermischen Seite, und selbstverständlich habe ich auch keine Stromproduktion in der Zeit, wo Schnee auf den Modulen liegt, was wir natürlich verhindern sollten. Und deswegen haben wir da dementsprechend die Möglichkeit, wie bereits vorhin kurz ausgeführt, über die Sohle-Wärmepumpe dann schlussendlich oder über gespeicherte Wärme aus dem Pufferspeicher die Module kurzzeitig zu erwärmen, um somit den Schnee schlussendlich abzuschmelzen, um die Module dann eben hier auch weiterhin als Wärme- und Stromquelle natürlich zu verwenden. Also ein großer Vorteil gegenüber einem normalen PV-Modul. Wo kann ich als Firma die Module beziehen? Wie gesagt, da können Sie dann gerne auf den Großhandel zugehen, beispielsweise Wagner Solar, an die Sie sich wenden können, um die Module zu beziehen. Bei großen Mengen können Sie auch gerne direkt auf uns zukommen. Die genauen elektrischen Daten mit Temperaturkoeffizient etc. Diese finden Sie bei uns im Datenblatt. Bei uns auf der Website können Sie dieses herunterladen.
Kosten für 5 kW in München auch Hanebutt ansprechen? FBH vorhanden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was FBH als Abkürzung bedeutet. Wüsstest du das, Götz? Welche Abkürzung? FBH. FBH vorhanden. Da wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, was die Fußbodenheizung. Aha, Dankeschön. Dankeschön für die Ergänzung. Ja. Also eine 5 kW Anlage in München, ich vermute ein Einfamilienhaus. Reihenhaus. Reihenhaus wahrscheinlich. Würde ich doch jetzt direkt sagen, da wären Sie dann im direkten Kontakt beim Herrn Wolf sehr gut aufgehoben. Ne? Wenden Sie sich da doch gerne mal einfach direkt mit ein paar Kennwerten im Anschluss des Webinars an den Herrn Wolf und dann kann er Ihnen da auch eine Preisindikation geben. So, haben Sie schon Erfahrungen mit Anlagen mit Schnee in München? Direkt in München nicht. Die erste Anlage, die jetzt zum Schneeabschmelzen tatsächlich gebaut wurde, haben wir aber tatsächlich in Bayern, dort bei einer größeren Hotelanlage in der Alpenvorregion. Also ich vermute mal, dass der Schneefall in München nicht schlimmer sein sollte als dort. Für Ost-West-Ausrichtung circa 20 Grad mehr Fläche. Achso, das gehört jetzt noch zu der Anfrage für die 5 kW. Wie gesagt, da würde ich Sie bitten, da einfach mal direkt drauf zuzugehen. Genau, wunderbar. Das hat die Person auch schon bestätigt. Also Götz, da würde dann demnächst für München jemand auf dich zukommen. Das wäre dann aktuell auch die letzte Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben uns ja Zeit bis 19:30 Uhr gegeben. Wie ich sehe, sind auch noch zahlreiche Teilnehmer drin. Nutzen Sie gern noch die Gelegenheit, jetzt Fragen an uns zu richten. Sollte da nichts mehr mit eingehen, würde ich sagen, vielen Dank für Ihre interessierten Fragen. Ich hoffe, das Webinar war sehr spannend jetzt als Abendveranstaltung für Sie. Wenden Sie sich gerne mit Ihren konkreten Projekten an den Herrn Wolf bei Hanebutt. Die Unterlagen kriegen Sie ja im Nachgang zugespielt. Da sind dann eben auch nochmal unsere Kontaktdaten mit drin. Bei größeren Projekten, wo Sie auch nochmal Beratung, also für Installationsbetriebe, Fachplaner und natürlich auch für die evangelische Kirche stehe ich ganz gerne zur Beratung zur Verfügung. Die Umsetzung kann dann natürlich auch die Firma Hanebutt bei größeren Projekten problemlos in ganz Deutschland umsetzen. Und ach, jetzt ist doch noch mal eine Frage mit reingekommen. Wenn man auf einen Erdkollektor verzichten muss, wie groß sollte ein Wasserspeicher sein? Ich vermute, Sie meinen den Pufferspeicher im Gebäude. Das hat mit einer PVT-Anlage jetzt schlussendlich keinen Unterschied zu einer normalen Anlage schlussendlich. Bedeutet also, wenn wir hier im Einfamilienhausbereich unterwegs sind, wenn Sie da einen warmen Wasserspeicher von 600 Litern haben, in etwa, also größer ist natürlich immer besser, aber im Einfamilienhausbereich, sage ich jetzt mal 500, 600 Liter, sind da auch vollkommen ausreichend. Zusammenhang mit schneebedeckter Anlage. Genau, ja, bleibt trotzdem bei ungefähr dieser Größenordnung. Projekte in der, jetzt gibt es noch die Frage, Projekte in der Ruhrgebietsregion. Da würde ich aber Sie bitten, jetzt nicht alle nochmal nach Ihrer eigenen Region zu fragen, sondern dann tatsächlich einfach, also PVT-Projekte gibt es schlussendlich Deutschland, europaweit. Gut, ja, dann nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich verabschiede mich damit von Ihnen. Kommen Sie gern auf uns zu. Und Götz, vielen Dank für deinen Beitrag und dir gebühren die letzten Abschiedsworte. Ja, ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren und freue mich, wenn Sie uns kontaktieren und Ihr Projekt dann in den Angriff nehmen.